Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine spannende Geschichte für euch. Zuerst hören wir die Geschichte zusammen. Danach gibt es einige Fragen dazu. Könnt ihr die richtigen Antworten finden? Am Ende des Videos erkläre ich euch einige wichtige Wörter aus der Geschichte. Das hilft euch, euer Deutsch zu verbessern. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. So verpasst ihr keine neuen Geschichten und könnt weiter Deutsch lernen. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Ein unvergesslicher Urlaub. Letzten Sommer hat Jonas mit seiner Familie eine Reise nach Italien gemacht. Schon lange hatten sie davon geträumt, Rom zu besuchen, und nun war es endlich soweit. Sie haben eine Woche in der ewigen Stadt verbracht und viele berühmte Orte gesehen. Jonas war besonders aufgeregt, weil er sich für Geschichte interessierte und schon viel über das antike Rom gelernt hatte. Am ersten Tag haben sie das Kolosseum besichtigt. Als sie davor standen, war Jonas beeindruckt, wie riesig es war. Sein Vater hat ihm erzählt, dass dort früher Gladiatoren gekämpft haben. Sie sind durch die alten Gänge gegangen und haben sich vorgestellt, wie Tausende von Menschen dort saßen und die Kämpfe beobachteten. Danach sind sie zum Forum Romanum spaziert und haben viele alte Ruinen gesehen. Jonas hat versucht, sich vorzustellen, wie das Leben damals gewesen sein könnte. Zum Mittagessen haben sie in einer kleinen Trattoria Spaghetti Carbonara gegessen. Jonas hat gesagt, dass es die beste Pasta war, die er je probiert hatte. Am zweiten Tag haben sie den Vatikan besucht. Früh am Morgen sind sie zum Petersdom gegangen. Sie haben lange angestanden, aber das Warten hat sich gelohnt. Die Kirche war riesig und wunderschön. Jonas hat besonders die große Kuppel bewundert. Später haben sie die Sixtinische Kapelle besichtigt. Jonas war fasziniert von Michelangelos Deckenmalerei. Danach sind sie in ein Café gegangen und haben Tiramisu gegessen. Seine Mutter hat erklärt, dass es eines der berühmtesten italienischen Desserts ist. Am dritten Tag sind sie mit dem Zug nach Neapel gefahren. Dort haben sie zuerst eine Pizzeria besucht. Jonas wollte eine echte neapolitanische Pizza probieren. Er war begeistert, wie lecker sie war. Danach sind sie in das Archäologische Museum gegangen und haben viele antike Artefakte gesehen. Am Nachmittag sind sie weiter nach Pompeji gereist. Die Ruinen der alten Stadt haben Jonas fasziniert. Er hat gelernt, dass der Vesuv die Stadt im Jahr 79 nach Christus zerstört hat. Er konnte die alten Straßen und Häuser sehen, die fast unberührt geblieben sind. Am vierten Tag haben sie eine Bootstour auf dem Tiber gemacht. Das Wetter war perfekt und die Aussicht auf die Stadt war wunderschön. Jonas hat viele Fotos gemacht. Danach sind sie durch die engen Gassen Roms gebummelt und haben Straßenkünstler beobachtet. Am letzten Tag haben sie den Trevi-Brunnen besucht. Jonas hat eine Münze über die Schulter ins Wasser geworfen. Man sagt, dass man dann nach Rom zurückkehrt. Danach haben sie noch einmal durch die Straßen geschlendert und in einer kleinen Eisdiele das berühmte italienische Gelato probiert. Am Abend sind sie zum Flughafen gefahren und nach Deutschland zurückgeflogen. Jonas hat sich vorgenommen, eines Tages wieder nach Rom zu reisen, denn es war eine Reise, die er nie vergessen wird. Gut gemacht. Ihr habt die Geschichte gehört. Bevor wir zu den Fragen kommen, könnt ihr die Geschichte noch einmal anhören, wenn ihr möchtet. Das hilft euch, alles besser zu verstehen. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. So lernt ihr weiterhin Deutsch mit spannenden Geschichten. Jetzt kommen die Fragen. Seid ihr bereit? Los geht's!
Was hat Jonas am ersten Tag besucht? A. Die Sixtinische Kapelle, B. Das Kolosseum, C. Pompeji, D. Den Petersdom. Richtige Antwort. B. Das Kolosseum. Am ersten Tag haben sie das Kolosseum besichtigt. Warum war Jonas von der Sixtinischen Kapelle fasziniert? A. Wegen der alten Ruinen, B. Wegen der Deckenmalerei von Michelangelo, C. Wegen der Aussicht, D. Wegen der großen Fenster. Richtige Antwort. B. Wegen der Deckenmalerei von Michelangelo. Später haben sie die Sixtinische Kapelle besichtigt. Jonas war fasziniert von Michelangelos Deckenmalerei. Warum hat Jonas eine Münze in den Trevi-Brunnen geworfen? A. Weil er sich etwas wünschen wollte. B. Weil er zurück nach Rom kommen wollte. C. Weil es Tradition ist. D. Weil er Wasser trinken wollte. Richtige Antwort. B. Weil er zurück nach Rom kommen wollte. Am letzten Tag haben sie den Trevi-Brunnen besucht. Jonas hat eine Münze über die Schulter ins Wasser geworfen. Man sagt, dass man dann nach Rom zurückkehrt. Was hat die Familie am vierten Tag gemacht? A. Sie haben eine Bootstour auf dem Tiber gemacht. B. Sie sind nach Neapel gefahren. C. Sie haben das Kolosseum besucht. D. Sie haben den Vatikan besichtigt. Richtige Antwort. A. Sie haben eine Bootstour auf dem Tiber gemacht. Am vierten Tag haben sie eine Bootstour auf dem Tiber gemacht. Danke, dass ihr euch unser Video angeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, bleibt dran und abonniert unseren Kanal. Schreibt in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt. Hat es gut geklappt? Wir sind gespannt auf eure Antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.